Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des GCAF Game Changer Chats. Wir sind wieder am Start 2021 und heute mit einem ganz besonderen Gast, und zwar Nkem Dilim Ouadjebel. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist. Hallo erstmal. Hi Sansi, schön, dass du mich hier willkommen heißt. Gerne, Nkem. Schön, dass du dir die Zeit nimmst für uns, uns ein paar Insights gibst und auch von deinem Leben erzählst, deinem Lebensweg. Ich nenne mal nur ein paar Facts von dir, von all den tausenden Facts, die es über dich gibt. Und zwar einmal bist du Teil der, darüber kannst du auch nochmal gleich erzählen, Obama Foundation, beziehungsweise der 200 Leaders, African Leaders, die dort ausgewählt worden sind, weil sie etwas Besonderes für den Kontinent bewegen können, auch für die Welt. Dann hast du eigene Unternehmen in Nigeria aufgebaut und warst davor aber in Deutschland eine ganze Weile, beziehungsweise hast auch deutsche Wurzeln mit. Und das fanden wir einfach so spannend, dass wir sagen, okay, wir müssen mal mit dir sprechen. Ein Mensch, der etwas Erfolgreiches aufgebaut hat in Nigeria, etwas auch ein bisschen anderen Lebensweg gegangen ist, ein bisschen spannenderen Lebensweg gegangen ist als viele andere. Und ja, erstmal hallo, willkommen, fühl dich wie zu Hause hier beim Game Changer Chat. Wir haben ja schon darüber gesprochen, einmal im Monat featuren wir einen spannenden Gast, der oder die mal eine andere Relationship oder eine andere Geschichte vom afrikanischen Kontinent erzählen kann. Und Cam, willst du vielleicht dich einfach mal ganz kurz vorstellen? Ja, also wie gesagt, ich heiße Nkem Dilim Ouadjebel und bin Serienunternehmerin in Nigeria. Ich wohne in Lagos. Ich bin Deutsch-Nigerianerin und ja, Technologie ist da, wo ich mich am wohlsten fühle und wo ich mich auch zu Hause fühle und wo ich glaube, dass es einfach ganz viel Potenzial gibt für den afrikanischen Kontinent. Und was hat dich damals dazu bewogen, den Schritt zu gehen und in Nigeria dein eigenes Unternehmen zu gründen? Also erstmal persönlich wirklich umzuziehen auch, ja, in das Land und dann aber auch zu sagen, hey, ich gründe selbst. Ja, also Nigeria ist meine Heimat und wie gesagt, ich bin Deutsch-Nigerianerin und bin eigentlich in Lagos aufgewachsen und habe dort die deutsche Schule besucht und dann habe ich an der LMU in München studiert und ich habe immer schreckliches Heimweh gehabt. Ich meine, München ist super schön und ich habe immer noch ganz viele Freunde in München und es gibt ganz tolle Menschen da. Aber München ist halt nicht Lagos. Also die Energie ist ganz anders. Und dann habe ich halt Berge sehen und Sonnenschein gegen Hostel, Bossel, Strand und Meer eingetauscht. Und ich habe nach dem Studium in Nigeria muss man einen Pflichtzivildienst machen für ein Jahr. Und das war halt so mein Grund, warum ich wieder nach Hause bin eigentlich. Und das habe ich dann, habe den Zivildienst in Nigeria absolviert und habe dann gemerkt, dass es ganz, ganz viele Probleme zu lösen gibt und tausend Gelegenheiten, wirklich einen richtigen großen Unterschied zu machen. Ja, fast forward 15 Jahre und ich bin immer noch hier und würde das auch für nichts in der Welt tauschen. Okay, das heißt, neben den Opportunities, die du gesehen hast, aber auch das Lebensgefühl, das dir einfach gefällt in Lagos. Ja, ich glaube, ich bin einfach zu laut für Deutschland. Alright, alright. Wer ist das? Alright, cool. Und dann, was jetzt das Business, auf das Business bezogen, weil Lebensgefühl ist eine Sache, die natürlich super viel wert ist, aber gleichzeitig bist du ja nicht einfach nur nach Nigeria wieder zurückgezogen, sondern du hast auch dein erstes Unternehmen damals gegründet, Futuresoft. Und kannst du uns ein bisschen erzählen, erstmal vielleicht kurz, worum es dort überhaupt geht bei Futuresoft? Und dann gehen wir auch ein bisschen in diesen Weg, wie es denn ist, in Nigeria sein eigenes Unternehmen zu starten und wie du damit erfolgreich sein konntest. Okay, also ich habe, wie gesagt, ich habe an der LMU studiert und ich habe Bioinformatik studiert und dann habe ich beim Max-Planck-Institut für Psychiatrie gearbeitet und dann bei einer Pharmafirma als Programmiererin. Und als ich dann nach Nigeria zurückgekommen bin, habe ich gesehen, dass es halt einfach für diese Karriere sehr wenig irgendwie Raum gab. Und dann habe ich weiterhin remote gearbeitet und habe dann aber Futuresoft gegründet. Und ja, ich glaube, für mich war das halt wirklich, dass ich gemerkt habe, dass es ganz, ganz wenig Unternehmen gab, die eine Webseite hatten. Also diesen Monat ist Futuresoft genau 13 Jahre alt. Also ich bin offiziell die Mama von einem Teenager.
Happy Birthday. Ja. Und ja, wie gesagt, es gab sehr wenig Unternehmen hier in Lagos, die eine Webseite hatten. Und als Resultat war es halt sehr schwer, dann Informationen online zu finden über nigerianische Firmen. Und dann habe ich gedacht, okay, was kannst du da machen? Weil wenn du dauernd irgendwas auf Google suchst und dauernd null Resultate findest, dann ist das ziemlich frustrierend. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich werde versuchen, eine Firma aufzubauen, und die Firma ist dann fokussiert darauf, Internetseiten, Webseiten für nigerianische Firmen zu bauen. Und ja, für mich war das halt einfach, wie kann man globale Visibilität diesen Firmen verschaffen, und wie kann man durch diese globale Visibilität auch dann Zugriff auf neue Partner, Kunden, Zulieferer und so verschaffen. Und ja, in den letzten 13 Jahren sind wir nicht nur gewachsen, sondern haben uns halt auch entwickelt und sind jetzt eine der führenden digitalen Marketingagenturen hier in Lagos. Und wir haben in den letzten 13 Jahren ungefähr 170 Kunden in 20 verschiedenen Industrien mit denen gearbeitet und haben über 1500 CEOs und Führungskräfte in digitalen Marketingstrategien ausgebildet. Heute ist unser Fokus auf digitales Marketing, aber halt auch machen wir Beratungsservices für digitale Transformation für Firmen hier in Nigeria. Wow, mega spannend. Echt interessant auch dieser Weg von da haben wir gestartet und es ging los mit Webseiten und wie sich das dann aber entwickelt hat. Und ich finde einen Punkt extrem interessant, den du aufgegriffen hast, und zwar ist das Visibilität, auch globale Visibilität. Da haben wir in unserer Arbeit oft gemerkt, dass da oft noch dass es da eine Challenge gibt, dass da oft so ein Stolperstein ist, dass Partner sich auch gar nicht kennenlernen, weil diese Visibilität noch fehlt. Ja? Also auch jetzt zwischen den Kontinenten, wo wir am hinschauen, gibt es Privatsektor aus Europa, also Akteure im Privatsektor und Afrika, die zusammenarbeiten. Und da können es manchmal so kleine Sachen sein, wie Visibilität, dann aber auch, wenn man dann wirklich in die Gespräche geht, Verständnis zwischen den Akteuren. Also finde ich sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant auch, das Thema digitales Marketing, generell auf dem Kontinent. Ja, ich denke, da ist noch ganz viel Potenzial für Wachstum, und es gibt halt noch so viel zu tun. Ich glaube, generell auf der ganzen Welt ist digitales Marketing jetzt super spannend, vor allem mit der Covid-Pandemie. Aber ich glaube, hier in Nigeria und in Afrika ist das halt wirklich für viele immer noch ganz neu. Und wir haben immer wieder Firmen, die, was weiß ich, 20 Jahre alt sind und total etabliert sind, die auf dem nigerianischen Stock Exchange gelistet sind, aber halt einfach ja, vielleicht irgend so eine ganz alte Website, die sie irgendwann im Jahre 2000 gemacht haben, und ja, sonst halt gar nichts. Und viele von denen haben jetzt gemerkt, dass auch die Leute, die ihre Kunden sind, auch ganz anders mit ihnen sich mit denen befassen wollen, ganz anders. Und deswegen brauchen sie jetzt halt auch mehr digitales Marketing für diese Visibilität hier im lokalen Markt, aber halt auch dann global, wie du gemeint hast. Okay. Und wenn du dir so die Tech-Landschaft anguckst, du bist jetzt mehr als 10 Jahre, 13 Jahre gibt es Futuresoft jetzt schon. Hat sich da was, natürlich hat sich was getan, aber was hat sich getan, deiner Meinung nach? Gerade auch, weil ich weiß, Tech ist ein Bereich, der dich sehr interessiert, auch jenseits sogar von Futuresoft, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Wo siehst du die großen Veränderungen? Ja, also genau wie Futuresoft hat sich die Tech-Landschaft in den letzten 13 Jahren total entwickelt, und es hat sich so viel geändert. Ich meine, als ich Futuresoft gegründet habe, haben alle gedacht, okay, die ist jetzt total verrückt, was ist das, überhaupt eine Tech-Firma? Und ja, das Wort Entrepreneur war damals noch überhaupt nicht irgendwie so cool und hip, sondern eher so, okay, wieso arbeitest du nicht in der Bank oder in einer Ölfirma oder so, und wieso schmeißt du dein ganzes Potenzial irgendwie weg? Und ja, wie du halt am Anfang gesagt hast, ist halt ein bisschen anderer Weg. Aber ich glaube, dass es jetzt halt viel mehr Tech-Gründer gibt, und echt, die machen ganz, ganz tolle Cutting-Edge Startups hier in Lagos und in ganz Nigeria. Und
ich glaube, auch im Rest von Afrika ist die Tech-Szene richtig interessant und auch sehr spannend. Findest du nicht? Doch, auf jeden Fall. Also was wir die letzten Jahre beobachtet haben, ist, dass dort sehr, sehr viel passiert. In verschiedenen Ländern, auch in Nischenmärkten passiert viel. Von Nigeria hört man glücklicherweise sehr oft, weil das kein Nischenmarkt ist, auch nicht hier in Deutschland. Also auch aus unserer Sicht oder aus deutscher Sicht wird das oft gesehen. Aber auch in kleineren Märkten passiert unglaublich viel, was Digitalisierung angeht. Diese digitale Transformation aus unserer Sicht gibt halt unglaublich viele Chancen. Also um Menschen zu empowern, um Menschen zu enablen, bestimmte Dinge zu tun, die vorher nicht möglich waren. Ich denke immer, dass Technologie, wie man so schön sagt, ein Werkzeug ist und es an uns zu sehen, wie wir dieses Werkzeug einsetzen. Und ich sehe ganz, ganz viele junge Entrepreneure, die das vorteilhaft einsetzen und sogar auch zu dem Punkt, dass man sagt, die Lösungen sind jetzt interessant für den Heimmarkt, aber wenn man auch mal 15 Jahre in die Zukunft denkt, werden die Lösungen, die jetzt auf dem Kontinent gerade entwickelt werden, auch global Anklang finden. Das ist zumindest, wie wir das gerade sehen. Ja, Und ich glaube, ich sehe das genauso. Und ich glaube, vor allem in ein paar Sektoren, so wie Fintech, wo dadurch, dass wir halt einfach keine Infrastruktur haben und wir Mobile-First-Märkte sind, bauen wir Technologie ganz anders. Und wenn ich das irgendwie so vergleiche mit so meiner deutschen Banking-App und so, dann denke ich manchmal so, jetzt bin ich in der Steinzeit hier angekommen, weil es halt einfach viel mehr gibt, was ich machen kann auf meiner nigerianischen Banking-App und schon seit Jahren. Und ich glaube, da sind auch viele Sachen, die wir auch exportieren können und wo die ganze Welt irgendwie so die Case Studies anschauen kann und sagen kann, okay, ja, das ist echt cool und das können wir irgendwie auch in andere Märkte bringen. ich bin ja gespannt, wenn man dann den Futuresoft Business Case bei seinem MBA sich dann anschaut. Vielleicht kennst du das auch von den MBA, wo du dann immer 10 Seiten Cases hast. Und dann so schauen wir uns an, Futuresoft, Cam, Gründerin, wie ist der Case gelaufen, warum war es so ein großer Erfolg oder ist es so ein großer Erfolg? Und gleichzeitig, was auch spannend wäre für uns noch zu erfahren, ist digitale Transformation, darüber sprechen wir so oft und sprechen wir auch gerade wieder. Und insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent, auch wir sprechen oft von Leapfrogging. Wir können Technologien überspringen, einfach weil wir auch auf dem afrikanischen Kontinent nicht immer an Infrastruktur gebunden ist, die schon vor 50 oder 100 Jahren gebaut worden ist. Und deswegen können wir diese Sprünge machen. Was denkst du denn? Unser Publikum, wir sprechen heute auf Deutsch, sind viele deutsche Unternehmer, Unternehmerinnen, Investoren, Investorinnen. Wo siehst du denn da Anknüpfungspunkte auch für deutsche Akteure, jetzt speziell in Nigeria? Ja, also ich glaube, dass die digitale Transformation von Nigeria und auch vom afrikanischen Kontinent total wichtig ist und dass viele von den afrikanischen Ländern wirklich, um in der globalen digitalen Wirtschaft involviert zu sein, darauf fokussieren müssen. Und ich hoffe, dass das jetzt auch so ein bisschen passiert, weil viele Leute so in der Regierung oder in den verschiedenen Regierungen noch ein bisschen hinterher sind und das geht halt alles ganz langsam. Aber ich glaube, Covid hat das wirklich irgendwie so ein bisschen angeschoben und es geht jetzt ein bisschen schneller. Ich glaube, auch für viele junge Leute heißt das, dass sie Zugang zu globalen Gelegenheiten, Jobs und Partnerschaften und Netzwerken haben. Und ich glaube, das ist wirklich richtig wichtig, weil dann muss man nicht exklusiv auf sein Land oder seine Stadt schauen, sondern kann dann auch irgendwelche Technologien bauen, die halt wirklich für die ganze Welt sind. Aber das heißt natürlich auch, dass viele junge Leute natürlich dann auch globale Konkurrenz haben. Weil warum soll ich jemanden hier in Nigeria einstellen, wenn ich vielleicht jemanden, der mehr Kenntnisse hat aus, was weiß ich, Singapur oder Indien einstellen kann. Und ich glaube, da müssen wir dann wirklich investieren in Digital Skills und müssen wirklich diese digitale Transformation als höchste Priorität für unsere afrikanischen Länder haben. Und ich glaube, für deutsche Unternehmer und Investoren gibt es auch ganz viele Gelegenheiten, da für die digitalische Transformation beizutragen. Und ich glaube auch einen großen Teil oder einen wichtigen Teil der Tech-Szenenentwicklung zu spielen. Und ich glaube, für
deutsche Unternehmer, es ist halt wirklich, was für Partnerschaften kann man aufbauen und wie kann man helfen, dass das hier schneller geht. Weil ich glaube, je schneller die digitale Transformation auf dem Kontinent ist, desto mehr Gelegenheiten gibt es für alle in der ganzen Welt. Okay, danke für diesen Einblick. Und was sehr interessant war, wenn du gerade sprichst, ist auch die Skills, die nötig sind, um weiterzukommen, auch um den Kontinent weiterzubringen. Gerade auch bei der Jugend, die dann konkurrieren muss mit vielleicht Jugend aus Asien, Europa, wo auch immer. Und wir kommen zu dem Punkt ja ganz oft, wenn wir über Menschen sprechen, die digital arbeiten, dass wir hatten ja früher dieses Lohnarbitrage. Ne? Okay, wir haben in Asien sind die Löhne niedrig, dort werden bestimmte humankapitalintensive Arbeiten getätigt. Aber wenn wir jetzt über digitale Arbeiten sprechen, dann ist genau wie du sagst, das Lohnniveau passt sich an. Wir haben einen globalen Markt, wenn es um digitale Skills geht. Und du arbeitest aber auch daran, nigerianische Facharbeiterinnen konkurrenzfähiger zu machen und mehr Skills zu vermitteln. Kannst du davon ein bisschen was erzählen? Okay, also ich habe letztes Jahr mit einem Freund und Tech-Industry Kollegen eine Firma gegründet, die heißt Skill Up Africa. Und ja, das ist halt mein neuestes Startup und wir sind darauf fokussiert, Studentenkredite für tech-fokussierte Kurzlehrgänge zugänglich zu machen für junge Leute. Und für mich ist es immer total wichtig, dass mehr Frauen auch in der Tech-Branche sind. Und daher haben wir 40-50% von diesen Studienkrediten für Frauen vorbehalten. Und ja, im Moment sind wir noch in der Testphase. Wir haben letztes Jahr 10 Studienkredite ausgegeben und dieses Jahr haben wir 100 anvisiert und ja, wir schauen mal, wie das geht und vielleicht komme ich dann irgendwann nächstes Jahr wieder und erzähle dann ein bisschen mehr. Aber ja, also es ist halt richtig wichtig, dass Leute Zugang zu diesen tech-fokussierten Lehrgängen haben. Und das Problem hier ist, dass die meisten Universitäten halt ganz veraltete Kurse anbieten. Und ja, dann bringt es dir auch nichts, wenn du da, was weiß ich, Computer Science studieren gehst, wenn du dann halt Sachen lernst, die, was weiß ich, 40 Jahre alt sind, Fortran und Cobalt und solche Sachen. Und da gibt es halt jetzt solche Trainingsinstitute, die diese Kurzlehrgänge, die anbieten, die sind zwischen 3 Monaten und 12 Monaten. Und ja, aber das ist halt alles privat, das heißt, man muss das auch privat zahlen. Und es gibt da auch irgendwie keinen Support vom Staat. Das heißt, viele von den jungen Leuten, die wirklich jetzt Tech-Fachkräfte werden wollen, haben halt einfach gar keinen Zugang dazu, weil sie das überhaupt nicht bezahlen können. Und da haben wir halt das uns angeschaut und haben gesagt, okay, wenn Geld das einzige Problem ist, dann suchen wir Geld und geben halt diese Studienkredite aus, damit die Leute dann Zugang haben, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, global wirklich diese Fachkraft-Pipeline zu bauen und auch in einem sie so zu bauen, dass da halt immer wieder mehr Nachschub kommt, weil wir brauchen alle irgendwelche Leute, die programmieren, die Data Science für uns machen, die Website bauen können, die Digital Marketing machen können. Und ja, wo kommen die her? Wenn wir sie nicht ausbilden, dann werden wir auch keine haben. Und ja, das ist halt unser kleiner Beitrag und wir hoffen, dass das wächst. Die Vision ist, dass das dann irgendwann auf dem ganzen Kontinent ausgefahren wird und ja, mal schauen, wie das geht. Ich finde das mega lohnenswert und gerade auch diesen Aspekt, den du mit einbringst. Du hast eine Challenge gesehen, versuchst eine Lösung dazu zu finden, aber gleichzeitig machst du hintenrum auch einen Business Case auf, damit das Ganze sustainable laufen kann. Und ich denke, dass das viele von uns verinnerlichen sollten oder müssten, dass dieses Dreieck von Impact, Challenge, die dann auch behandelt wird und bearbeitet wird und gleichzeitig aber auch das Sustainable Business Model dahinter, dass das wahrscheinlich für viele Challenges eine Lösung oder eine Lösung anbieten kann oder darstellen kann.
Und die letzte Frage, die Zeit vergeht wie im Flug mit dir, weil es so spannend ist, in Cam dir zuzuhören. Aber eine Frage zum Abschluss der Sendung noch oder dieser Folge hier mit dir. Und zwar, was würdest du jemandem empfehlen, der oder die neu in Nigeria sein oder ihr Business startet? Und sei es jetzt vielleicht ein KMU, das bis jetzt noch nicht in Nigeria aktiv war, aber irgendwo die Lücke für sich dort sieht oder einen potenziellen Markt sieht, oder aber auch ein Startup, das ganz neu am Markt ist und sagt, meine Lösung, die passt in Nigeria und ich möchte in diesen Markt. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, für mich sind es wirklich drei Sachen. Erstens, manchmal ist der Markt einfach noch nicht bereit. Das heißt, du musst ganz viel Geduld und Ausdauer haben. Zweitens, ich hoffe, du magst Achterbahn fahren, weil Gründen ist nämlich genauso lustig, angsteinflößend und auch super spannend wie Achterbahnfahren. Und vor allem in Nigeria, da glaube ich, gibt es dann noch ein paar extra Loopings, die da eingebaut sind. Und als letzten Punkt würde ich sagen, die Regierung, wie ich schon vorher ein bisschen erwähnt habe, ist oftmals nicht wirklich auf derselben Wellenlänge wie die Innovation. Und das heißt, dass als Gründer hast du dann auch die Verantwortung, wirklich in der Politik involviert zu sein und engagiert zu sein und eine Führungsrolle in der Diskussion über die digitale Wirtschaft einzunehmen, um das halt zu pushen. Und das ist halt dann wirklich so ein extra Layer, den du halt dann als Gründer noch dazu hast, den du in anderen Ländern weniger hast, wo in anderen Ländern, ja, okay, die Regierung ist darauf schon fokussiert, dieses Enabling Environment zu kreieren. Aber hier gibt es ganz, ganz viele Sachen, die irgendwie, wo man dauernd drüber sprechen muss und wo man Vorschläge machen muss und wo man dann, was weiß ich, die Regierung irgendwie mit denen sich auseinandersetzen muss und wo man erklären muss und wirklich denen helfen muss, wirklich die richtigen Policies zu formulieren, die dann dieses Enabling Environment auch kreieren dann. Also das wären meine drei Sachen, die ich sagen würde, das muss man auf jeden Fall wissen, wenn man hier gründen will. Dankeschön, Dankeschön. Und gleichzeitig denke ich aber auch, wenn du das auch so siehst, ist die Upside auch ziemlich groß. Oder also das, was dahinter steht, wenn man diese Dinge beachtet, kann auch wirklich interessant sein und ein Unternehmen zum Erfolg führen. Siehst du Ja, das? auf jeden Fall. Und ich glaube, außer halt so Upside, so wenn man es halt finanziell jetzt anschaut, gibt es halt dann auch die Upside durch Impact. Und ich glaube, das für mich ist immer viel wichtiger, weil wenn du durch dein Startup das Leben von anderen Leuten verbessern kannst, ich glaube, das ist immer etwas, wo man dann wirklich stolz drauf sein kann und was halt dann wirklich auch einen großen Unterschied macht für das Land, für die Leute und ja, und auch für die ganze Welt, glaube ich. Vielen Dank, Cam. Vielen, vielen Dank. Es war spannend mit dir. Sehr interessant. Interessanter Einblick über deinen Lebensweg, aber auch wie sich die Tech-Landschaft und die Business-Landschaft ganz generell in Nigeria entwickelt hat und aktuell steht. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Wir haben dich ja dann vielleicht nochmal, wie du sagst, in einem Jahr dann in einer neuen Ausgabe, wo du dann berichten kannst, was dieses Jahr passiert ist mit Scale-Up Africa. Und bis dahin wünsche ich dir einen schönen Nachmittag. Dankeschön, Sansi. Es war schön heute mit dir. Danke. Tschüss.